Präpositionen. In dem heutigen Video erkläre ich dir die Präpositionen in der deutschen Grammatik. Was sind Präpositionen? Wie erkennst du Präpositionen? Und was für eine Aufgabe erfüllen Präpositionen eigentlich? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute erkläre ich dir die Präpositionen. Präpositionen werden auch Verhältniswörter genannt, denn Präpositionen beschreiben immer ein Verhältnis zwischen zwei Teilen des Satzes. Sie setzen also etwas in eine Beziehung zueinander. Präpositionen stehen grundsätzlich immer vor dem Nomen oder Pronomen, worauf sie sich beziehen. Und für dich auch ganz wichtig und wahrscheinlich erfreulich zu hören, Präpositionen musst du niemals deklinieren. Sie bleiben also immer gleich. Und wie die genau funktionieren und in welche Untergruppen du sie unterteilen kannst, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Schauen wir uns hier als erstes mal das Beispiel an. Die Katze sitzt auf der Bank. Wir haben also eine Katze und wir haben eine Bank. Und wir haben das Verb sitzen. Und das Ganze wird jetzt mit der Präposition auf verbunden in ein Verhältnis gesetzt. Also durch diese Präposition auf wissen wir, wo die Katze sitzt, nämlich auf der Bank. Nicht vor der Bank, nicht neben der Bank, nicht hinter der Bank, nicht unter der Bank, sondern auf der Bank. Diese Präposition beschreibt also ganz genau das Verhältnis zwischen der Bank und der Katze in Kombination der Bedeutung des Verbes. Grundsätzlich ist der Gebrauch der Präposition nicht ganz einfach, da hier häufig die Muttersprache nicht wirklich weiterhilft, egal welche es ist, da Präpositionen meistens individuell benutzt werden in jeder Sprache. Einige Sprachen wie Ungarisch haben gar keine Präposition, aber selbst wenn deine Sprache Präpositionen kennt, wird dir das nur bedingt weiterhelfen. Das Wichtigste ist, dass du sie lernst, in welcher Situation du die Präposition benutzen musst. Also, dass du lernst, wann, in welcher Situation, bei welcher Handlung muss ich welche Präposition benutzen. Und grundsätzlich unterscheidest du da zwischen lokalen Präpositionen, also Ort oder Bewegung darauf bezogen, modale Präpositionen, Art und Weise, temporale, die Zeit und kausale, der Grund. Es gibt noch ein paar kleine Unterarten, wo es dann immer nur 2, 3 Präpositionen gibt. Die lasse ich hier jetzt mal außen vor, denn die 99% der Präpositionen gehören zu diesen 4 Arten von Präpositionen. Dazu jetzt gleich nochmal jeweils ein Beispiel. Lokale Präpositionen. Ich komme aus Deutschland. Hier das auf den Ort bzw. die Position bezogen, aus Deutschland. Temporal, ich komme um 5 Uhr. Hier geht es um eine Zeit oder einen Zeitpunkt. Modal, ich komme mit dem Auto. Hier kommt es auf das Wie oder die Art und Weise an. Und kausal, ich komme wegen dir. Hier geht es um den Grund oder das Ziel einer Handlung. Also siehst hier, das Subjekt und das Verb ist immer gleich, aber mit der Hilfe der Präpositionen stellen wir das zweite Nomen hier, die zweite Person, den zweiten Gegenstand, in ein Verhältnis zum Subjekt hier. Also es drückt immer ein Verhältnis aus und je nachdem, welche Präposition das ist, kann das entweder ein lokales, temporales, modales oder kausales Verhältnis sein. Ganz wichtig ist aber auch, dass Präpositionen immer die Fälle bestimmen. Wenn eine Präposition vor einem Nomen steht, bestimmt diese Präposition immer den Fall. Also die Präposition
zeigt dir, welchen Fall du benutzen musst. Wie hier zum Beispiel, ich komme aus dem Haus. Es ist Dativ, weil aus das gern so möchte, weil aus immer den Dativ benutzt. Und ich fahre durch den Tunnel ist Akkusativ, weil durch immer den Akkusativ benutzt. Wenn du zu den Fällen noch genaueres wissen möchtest, habe ich dir in den Infokarten hier oben rechts in der Ecke auch nochmal meine Playlist zu den deutschen Fällen verlinkt. Dort findest du alle Infos zu den Fällen, wie das ganz genau funktioniert. Aber was hier bei den Präpositionen wichtig ist, steht eine Präposition davor, musst du immer den Fall benutzen, den die Präposition gern möchte. Manchmal verstecken sich Präpositionen aber auch ein bisschen, denn sie stehen häufig zusammen mit dem Artikel. Präpositionen stehen ja immer vor einem Nomen und vor allen anderen Dingen, die zu dem Nomen dazugehören. Das können Adjektive oder Artikel sein, wie zum Beispiel an dem schönen oder an dem großen Baum. An ist die Präposition, dem ist der Artikel, schön ist das Adjektiv und dann kommt erst der Baum. Und aus diesem an dem kann man am machen. Man kann nicht nur, man muss sogar, denn wenn man es getrennt schreibt, ist das hier kein Artikel mehr, sondern ein Demonstrativpronomen. Die Leute verstehen nicht trotzdem, aber es ändert ein bisschen den Sinn des Satzes, denn dann weist du ganz besonders darauf hin, dass es sich um eben genau diesen Baum handelt. Du zeigst also gefühlt mit dem Finger auf diesen Baum, wenn du das trennst. Zusammen ist das ganz neutral und das Ganze funktioniert bei folgenden Kombinationen. Und zusätzlich gibt es aber auch noch inoffizielle Kombinationen, die du vor allem in der gesprochenen Sprache hören wirst. In der Prüfung ist das aber falsch. Also dementsprechend bei diesen hier aufpassen. Das hörst du sehr häufig und die meisten Deutschen fassen auch diese Präpositionen immer zusammen. Aber in der Prüfung darfst du nur diese hier zusammenfassen. Nur diese sind offiziell zusammengefasst. Richtig, diese hörst du sehr häufig zusammengefasst. Sie sind aber rein standardsprachlich falsch. Ein paar Beispiele hier noch zur Version getrennt, im Verhältnis zu zusammen geschrieben. Ich gehe zum Bahnhof, das ist grammatikalisch korrekt. Oder ich gehe zu dem Bahnhof, das ist auch grammatikalisch korrekt, bedeutet aber, ich gehe zu diesem Bahnhof, also zu diesem einem ganz bestimmten, wo ich gefühlt mit dem Finger drauf zeige. Und ich bin im Bahnhof, ist auch grammatikalisch korrekt, genauso wie ich bin in dem Bahnhof, aber getrennt bedeutet es, ich bin in diesem Bahnhof, also in diesem ganz bestimmten. Wenn du mehr zu den Demonstrativpronomen wissen möchtest, da habe ich dir auch nochmal in den Infokarten das entsprechende Video dazu verlinkt. So, jetzt solltest du ungefähr wissen, was eine Präposition ist. Wenn du die Präposition noch bis ins letzte Detail lernen möchtest, dann empfehle ich dir mal, dir mein neues E-Book anzuschauen. 137 deutsche Präpositionen. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt über 130 Präpositionen in der deutschen Sprache. In meinem E-Book erkläre ich sie dir alle, auch die auf den B2 oder C-Levels. Du findest sie alle mit Beispielen, häufigen Fehlern und gesonderten Erklärungen dazu. Wenn dich das interessiert, schau jetzt einfach mal hier. Da findest du mein neues E-Book zu den deutschen Präpositionen.